Servus und hallo, ich bin der Markus von Castle Media. Freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Baustellen-Dokumentationsfolge vor Ort auf der Baustelle. Ich bin der Markus und mit 26 Jahren stürze ich mich auf meinen ersten Hausbau in Österreich im Salzkammergut. Es wurde der komplette Aushub des Hauptgebäudes gemacht. Mit dem Carport-Gebäude reden wir von 1000 Kubikmetern Erdmasse. Wir sind sogar schon so weit, dass das komplette Fundament sowie Bodenplatte inklusive Bewehrungen fertig ist. Es hat sich richtig viel getan und wir bewegen uns jetzt zum vergangenen Fundament. Beziehungsweise in der letzten Folge habt ihr bereits die Betonwände gesehen und auch die aufgeschüttete Terrasse. Aber ihr bekommt jetzt einen guten Überblick, wie dieses gesamte Fundament bzw. die Bodenplatte derzeit ausschaut. Wie das letzte Mal angesprochen, es ist alles mit dieser Masse bestrichen worden, damit es eben in Bezug auf Feuchtigkeit quasi das nicht aufnehmen kann, alle geflammt worden. Mittlerweile ist wirklich alles fertig. Da hinten sehe ich noch einen Streifen, der noch übrig ist, aber das wird dann nächste Woche gemacht. Mittlerweile ist oben auch wieder Platz geschaffen worden. Die Schiedelkamine sind jetzt runtergekommen, sind ja mit dieser Gabel runtergehoben worden vom Kran und es ist einiges auch schon passiert. Hier bei der Terrasse, die das letzte Mal ja ausgeschüttet worden ist. Und mittlerweile ist sie auch letzte Woche schon mit Bewehrung versehen worden und ihr könnt auch schon die Blitzableiter darin sehen. Eine ganze Woche ist jetzt vergangen und wir stehen wieder vor Ort auf der Baustelle. Heute ist nichts los am Freitag, denn es ist kurze Woche. Rechts von euch seht ihr wieder den Carport / Ablageplatz, Lagerfläche, dies, das, jenes. Hier seht ihr wiederum den das letzte Mal angesprochenen unteren Schacht mit den, also den Schiedelkamin mit den Putzfächern, wie angesprochen. Das ist der tatsächliche. Also die letzten, die hatten keine Fächer. Deswegen, das ist wirklich der Kamin, der dann auch unten im zweiten UG als erstes hinkommen wird. Der wird anders positioniert werden, aber da gehe ich nicht im Detail drauf ein. Das seht ihr, wenn es gemacht ist, weil das ist sonst, glaube ich, schwer zu verstehen. Und es hat sich in der Story auf Instagram, wenn ihr uns noch nicht folgt, hier, bitteschön, castle.media, liken und abonnieren. Immer Live-Stories drinnen, dann habt ihr immer ein bisschen einen Informationsvorsprung im Vergleich zu YouTube. Wenn nicht, dann könnt ihr auch einfach auf jeden Sonntag warten. Denn jetzt geht's weiter und jetzt bekommt ihr das tatsächliche Update. Ich darf euch vorstellen, die Sonnleiten-Residenz, das zweite Untergeschoss. Wir schmeißen euch jetzt gleich mal ein paar Drohnenaufnahmen rein und ich setze euch jetzt diese Maße mal ins Verhältnis. Hinten auf der Längsseite des Gebäudes reden wir von aufgerundet 15 Metern. Also wenn das die lange Seite ist, dann ist die breite Seite an der Stelle ungefähr 9 Meter, wieder aufgerundet. Also 15 mal 9 Meter ist die Fläche und es ist ja das letzte Mal, also wir haben ja das Video schon begonnen, da habt ihr die hinteren Mauern gesehen. Das sind die 25 cm dicken Betonwände, die wurden ausgeschalt, wurden ausgefüllt, mit Bewehrung natürlich stabilisiert, damit das alles hält. Und es hat sich diese Woche von Montag bis Mittag, Donnerstag, wurde die ganze Zeit hier geflammt. Ihr könnt es gut sehen. Die ganze Längsseite von unten vom Sockel weg bis eben diese 5,5 Meter, was sie ungefähr sind, links und rechts, da wurden alle geflammt, damit sie dann natürlich dicht sind, wenn das alles zugeschüttet wird. Sogar zweimal mit dieser Bitumenfolie oder mit diesem Bitumen quasi geflammt, zweischichtig, damit es wirklich dicht ist. Und das wird dann sogar nochmal gemacht, denn wenn dann die Bodenplatte nächste Woche draufkommt, die ist diese Woche nicht gekommen, ist sich leider nicht ausgegangen. Es ist überhaupt kein Drama. Geht sich alles wunderbar aus, also ob das die Woche kommt oder nächste Woche, ist wirklich vollkommen egal. Aber es ist der Wahnsinn. Also die Spannung, die Freude über diesen Ist-Zustand ist so unvorstellbar groß. Ihr habt es im ersten Clip des Videos jetzt schon gesehen, es waren keine Wände zu sehen. Und mittlerweile sind eigentlich fast alle Wände aufgestellt. Könnt ihr euch so vorstellen, die unterste Reihe an der Außenmauer wurde mit Schallsteinen gelegt.
Darauf sind dann die Planziegel gekommen, die wurden dann alle geklebt. Es ist ganz praktisch, das ist so, Kleber kommt drauf, innerhalb von 3-4 Stunden ist der dann auch schon wieder fest. Da geht natürlich einiges weiter. Mit dem Kran entspannt schnell runtergehoben und dann ist das alles wirklich in Windeseile diese Woche aufgemauert worden. Ihr könnt auch überall die Stürze der Fenster und der Türen sehen, beziehungsweise die Überleger und gleichzeitig auch schon die Unterzugelemente, also die betonierten Elemente über den größeren Glasteilen. Zum Beispiel vorne bei der Terrasse und auch dann beim Zugang vom Flur in den Wohn-Ess-Bereich. Da bekommt ihr jetzt dann das gute Verhältnis dazu, wenn wir uns runter bewegen. Und ich würde sagen, das machen wir auch direkt. Wir starten jetzt im offiziellen Treppenhaus der Sonnleiten-Residenz im 2. UG. So, wir befinden uns im noch Allgemeinbereich. Dürft ihr euch jetzt so vorstellen. Hier sind die beiden Treppen. Wenn ich jetzt runterkommen würde ich quasi von diesem Podest, ja, ungefähr hier ist das Podest, und dann fällt hier die Stiege runter. Das heißt, gehe ich diese Stiege entlang. Hier seht ihr dann wiederum die Stiege von der hinteren Seite. Das heißt, da wird nochmal ein bisschen eine Lagerfläche, allgemeine Lagerfläche werden, wird dann alles nochmal zugemacht. Hier wird ein bisschen aufgemauert, damit keine unnötigen Flächen entstehen. Das hat mir auch mein Polier empfohlen. Also unter der Treppe, also wenn hier dieses Eck entsteht, das ist wirklich nur Staubfänger, schwer zu reinigen. Deswegen, das wird nochmal aufgemauert und der Rest wird dann wahrscheinlich mit ein paar Türchen zugemacht, damit man einfach ein bisschen mehr Lagerfläche hat für Allgemeinfläche. Wofür ich das dann brauchen werde, weiß ich ganz ehrlich noch nicht, aber ihr wisst es, wie es ist. Zeug sammelt sich die ganze Zeit an, habe ich lieber mehr als weniger. Dann, ich würde sagen, jetzt drehen wir uns mal kurz, damit ihr den Überblick habt. Gehe ein bisschen zurück. Ihr seht hier zwei Öffnungen. Diese und auch diese. Diese Öffnung ist die Eingangstür in die Wohnung im 2. UG. Diese Tür ist der Eingang in den Technikraum des gesamten Hauses beziehungsweise auch den Waschraum. Ich würde sagen, wir gehen direkt in diesen Raum rein, denn der ist hier im 2. Untergeschoss nicht von schlechten Eltern, würde ich ehrlich sagen. Ihr seht die beiden betonierten Wände, die 25 cm dicken Betonwände, die an dieser Stelle im Gebäude keine Vorsatzschale bekommen. Der Rest wird überall mit einer 13 cm Vorsatzschale, also Ziegeln, aufgemauert, damit man eine Installationsfläche hat für Leitungen, für Steckdosen oder ähnliches. Hier im Technikraum ist das natürlich nicht notwendig. Da wird alles auf Putz gemacht. Das heißt, diese Reihe werde ich mir sparen. Auch wieder vom Polier empfohlen, vom Mani, und ich finde es eine super Geschichte. Wie gesagt, 13 cm Fläche für diese ganze Längsseite, da gewinnt man einiges an Platz dazu. Und das letzte Mal, könnt ihr euch noch erinnern, da bin ich da draußen gesessen, gehockt und habe euch erzählt, diese Auslässe, wofür die so sind. Ich habe gesagt, das ist der Auslass für die Fäkalienhebeanlage. Ja, das ist nicht der Fall. Das ist tatsächlich für die Luftwärmepumpe. Ich habe gesagt, ich korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Da war ich falsch. Das ist die Luftwärmepumpe. Es ist auch eine Frage gekommen, und zwar jetzt im Detail. Denn einer unserer Zuschauer, der baut auch, und zwar auch im Hang, und der wollte genau wissen, was das für eine Hebeanlage ist. Und das habe ich jetzt erfragt bei meinem Wasserer. Das ist generell bestellt ist vom Großhändler die Pumpenoase, so heißt er anscheinend. Und das Modell ist die FPS-KD 1600 mm ZFS 71.1 400 Volt. Ich blende es kurz ein, wenn es jemand anderen auch interessiert, kann ja gut sein. Das ist das Modell. Hier könnt ihr euch vorstellen, da wo ihr seht, kommen dann die Boiler hin, die Pufferspeicher. Hier kommen dann die Waschmaschinen und Trockner hin, getürmt, so wie ich mir das vorstelle. Und vis-à-vis davon, hier kommt dann ein großer Schrank hin, maßgefertigt, damit kein Platz verloren geht. Und da wird dann einiges an Bettwäsche und so weiter gelagert. Dann wieder zwei Öffnungen. Es schaut aus, wie wenn das hier die Tür wäre und das einfach nur irgendeine Nische. Es ist aber genau das Gegenteil der Fall. Hier kommt der Sicherungskasten rein, also der Stromkasten. Der ist direkt ausgenommen worden, damit es nicht ausgestemmt werden muss dann im Nachhinein. Da kommt dann nochmal eine Vorsatzschale, glaube ich, hin. Oder eine Regips dann, je nachdem wie tief die dann ist, also der Kasten. Und da rechts davon befinden wir uns dann beim Eingang
in den Aufenthaltsraum an der Stelle. Jetzt befinden wir uns südöstlich ausgerichtet, wenn wir bei diesem Fenster rausschauen. Dieses Fenster ist einfach nur sensationell in jedem einzelnen Stockwerk, denn ihr seht hier wirklich wie in einem Bilderrahmen den Krippenstein. Einfach nur wunderschön und ihr werdet es dann später sehen in den oberen Wohnungen, da hat man einen sensationellen Blick von der Küche auf den Krippenstein. Jetzt ist es aber so, dass dieser Bereich der Aufenthaltsraum sein wird. Das heißt, hier kommt nochmal eine kleine Kitchenette hin und hier kommt nochmal ein Tisch hin mit 2 Fenstern, also hier Richtung Talseite und hier Richtung Südosten. Richtig super, damit man auch hier entspannt, gut und auch mit einem gewissen Niveau arbeiten kann. Ist natürlich mir ganz wichtig. Das ist jetzt nur der Allgemeinbereich bzw. der Bereich, den niemand von den Bewohnern, Bewohnerinnen oder Gästen dann sehen wird. Jetzt gehen wir nochmal zurück, denn wir starten jetzt unsere Reise im 2. Untergeschoss in der offiziellen Wohnung. Am besten stellt ihr direkt hierher. Das wird die Eingangstür sein. Ihr kommt hier runter, sperrt hier die Tür auf und dann geht es schon hier rein. Hier soll dann die Garderobe hinkommen. Wird wieder vom Tischler gemacht mit ein paar Haken bzw. Stange und ein paar Haken und diese Wand ist an der Stelle geschlossen, denn dahinter ist ja der Technikraum. Das wird ein großer Unterschied sein zu den anderen Stockwerken, denn da in den größeren Wohnungen wird genau hier eine Tür sein und dann kommt man da quasi in das Schlafzimmer rein, in das zweite Schlafzimmer für die jeweiligen Stockwerke. In dem Fall wird hier wahrscheinlich ein Spiegel hinkommen, damit es einfach groß ausschaut und dementsprechend auch dann die gleiche Wirksamkeit hat. Und dann haben wir hier schon ein richtiges Schmankerl am Start. Lasst euch nicht beirren von den Stehern, die natürlich jetzt notwendig sind. Wurde alles ausgefüllt und zwar gestern, müsste mittlerweile alles schon hart sein. Dieser Blick wird der erste absolute Wow-Moment sein, wenn man hier reinkommt. Denn ihr seht es hier, der Gang, der ist 1,20 Meter dann breit und diese große Nische ist 2 Meter breit, 2,30 Meter hoch, wird ein großes schmiedeeisernes Flügelelement. Das heißt, wenn man hier reinkommt, wird man direkt zur Küche und weiter auch schon auf die Terrasse rausschauen können und weiter auch schon bei der Terrasse raus durch die Glasfront. Das heißt, ihr seht auch schon die Berge, die Wälder, den Baum, einfach nur wow zu dem Zeitpunkt. Und vis-à-vis davon seht ihr diese beiden Öffnungen. Diese beiden Öffnungen haben wiederum nur technische Bedeutung. Kommst am besten da zu mir rüber, dass man das gut sehen kann. Das sind große Öffnungen. Hier wird die Fußbodenheizung quasi zugänglich gemacht werden. Das heißt, da kommt der Kasten rein, beziehungsweise die ganze Technik in dem Bezug wird auch wieder wahrscheinlich hinten entweder aufgemauert oder wieder mit Rigips oder ähnlichem. Mal schauen, wie es die Burschen da machen. Wird auf jeden Fall wieder geschlossen und da wird dann ein großes Gemälde hinkommen, dass man natürlich dann einen richtig schönen Bezug hat zum Wohnbereich, zum Wohn-Ess-Bereich, wo ihr jetzt vorne steht. Da kommen wir jetzt aber gleich hin. Ich würde sagen, wir drehen uns noch ein bisschen weiter und gehen den Gang entlang. Denn der Gang hört noch nicht auf. Ihr seht hier wieder einige große Türen. Diese Tür wird der Abstellraum der Wohnung sein. Ungefähr 2 Meter lang, 1 Meter tief. Ideal, wenn man da eine Waschmaschine reinstellt oder einen Staubsauger oder so Dinge, die man einfach verstauen möchte. Es ist jetzt noch nicht ganz so leicht vorzustellen, weil es sind, wie vorher angesprochen, fast alle Wände platziert worden. Das heißt, es sind die Außenwände mit 30 cm platziert, es sind die tragenden Innenwände mit 25 cm platziert worden, es sind aber noch nicht die 12 cm Innenwände platziert worden und die 13 cm Vorsatzschale hier hinten bei der Betonwand, da kommt sie ja überall hin, wegen der Installationsfläche. Und diese Abtrennmauer hier hinten zum Technikraum im 2. Untergeschoss ist auch noch nicht platziert. Ansonsten steht eigentlich alles. Aber diese beiden Türen, da kann man sich dann entscheiden. Geht man jetzt in das Schlafzimmer, in diesem Stockwerk das einzige, oder geht man in das Badezimmer, in diesem Stockwerk auch das einzige. Und hier seht ihr eine kleine Markierung am Boden. Da kommt nochmal 13er Wand hin. Da wird die Toilette seinen Platz finden. Hier die Toilette, da ein kleines Waschbecken. Hier dann wieder dementsprechend die Tür und dann hat man das getrennt. Finde ich immer ganz toll, wenn man das nicht direkt im Badezimmer hat. Dann kommt man hier in das Badezimmer rein und muss vielleicht ein bisschen runterfilmen, dass man diese rote Abgrenzung sieht.
Diese rote Abgrenzung stellt in dem Fall wieder diese 13er Wand dar, also die Innenwand, die noch nicht steht. Das wird das Badezimmer. Ihr kommt hier rein, rechts, also drehst ihr am besten hierher, hier rechts kommt die Dusche hin, ebenerdig und offene Dusche. Daneben wird der Waschtisch seinen Platz finden, der wird richtig fein. Da werden wir euch dann im Vorhinein im Prozess auch einbauen, wie wir das mit dem Tischler alles gestalten. Wir sind noch am Überlegen, wie wir die Zusammenarbeit dann gestalten, aber das wird sehr spannend. Und daneben kommt nochmal ein Schrank hin. Und ungefähr, ist jetzt ein bisschen blöd von der Position, ungefähr hier kommt die Sauna rein. Ach Leute, das wird ein Wahnsinn. In diesem Bad hier unten gibt es wiederum kein Fenster. Die anderen Stockwerke darüber, die haben dann alle hier Richtung Nordwesten das Fenster raus. Das Gute ist jetzt, die Wände stehen ja noch nicht. Das heißt, wir drehen uns um und dann sehen wir schon das Schlafzimmer. Hier würden wir reingehen. Hier geht die Mauer entlang. Dann drehen wir uns hier rüber und dann stehen wir schon im Schlafzimmer. Ihr seht es wunderbar mit zwei Fenstern. Richtung Nordwesten ausgerichtet. Hier in diese Seite und einmal hier raus. Sieht man das vom Fokus und vom Licht her? Ja. Einfach nur der Wahnsinn, oder? Das ist das zweite Untergeschoss. Wir sind jetzt nicht oben. Es fühlt sich so an, wie wenn wir jetzt schon oben sind. Jetzt jetzt die Bergwelt, die Wolken, die jetzt oben noch drinnen hängen, alles saftig grün. Generell eine super spannende Lichtstimmung, die wir gerade haben. Heute Vormittag hat es geregnet ohne Ende, aber der Wetterbericht hat uns nicht im Stich gelassen. Einfach nur wunderbar auch zum Filmen hier. Da kommen jeweils immer die gleichen Fenster rein, einfach der Symmetrie halber. Das heißt, das werden zwei Flügelelemente, wird zwei horizontale Sprossen haben und eine vertikale Sprosse pro Fensterelement. Also wirklich sehr schön traditionell. Außen dann noch mit den Fensterläden, die natürlich auch alle grün gehalten werden, zu den grün-weißen Fenstern. Aber da werdet ihr dann später auch noch im Detail das sehen, wenn wir die Fenster dann aussuchen. Und jetzt gehen wir in das Herzstück dieser Wohnung, der Wohn-Essbereich. Obwohl er hier unten natürlich kleiner ist, dadurch, dass der Aufenthaltsraum da drüben gegenüber ist, aber deswegen nicht weniger spektakulär. Dann gehen wir quasi hier rein, wo man tatsächlich dann auch reingeht. Bei diesem Glaselement durch. Und dann steht man schon im Wohn-Essbereich. Hier wird nochmal nach vorne gemauert. Wie gesagt, da kommt der Abstellraum hin und von hier weg kommt eine 2 Meter lange Kücheninsel hin. Dahinter wird sich dann die Küchenzeile befinden. Diese Kücheninsel, die hat dann schon quasi dieses Fixelement der Terrasse vor sich. Man hat schon den Blick hier raus, ihr könnt es sehen. Die fertig betonierte Terrassenplatte draußen ist auch gestern erst betoniert worden, heute natürlich schon fest. Da gehen wir gleich raus. Es ist einfach nur sensationell. Also hier dieser Blick, dadurch, dass wir jetzt schon so hoch sind, wirkt der Baum schon, wie wenn man relativ weit oben im Baum auf den Baum reinschaut. Also es hat ein richtiges Baumhaus-Feeling. Ich bin so froh, dass diese Esche bis jetzt noch stehen geblieben ist und ich hoffe, die wird noch lange stehen, denn ich feiere diesen Flair so dermaßen. Es ist einfach nur ein absolutes Highlight. Diese Öffnung hat 4 Meter insgesamt. Links und rechts kommt ein fixes Element hin, jeweils 1 Meter breit, und in der Mitte kommt eine Flügeltür, die quasi in den Innenraum öffnet. Und dann kommt man zentral hier auf diese große Terrasse hoch. Jetzt muss ich echt aufpassen, dass ich da nicht einen Schritt zu weit zurückgehe, sonst haben wir ein Problem. Dann muss diese Baudokumentation ohne Moderation gemacht werden. Mit Voice-Over vom Krankenhaus. Ja, dieser Bereich wird komplett überdacht werden, nämlich von der Terrasse darüber. Ist richtig praktisch, richtig cool. Das heißt, die wird immer trocken sein, man wird immer sichtgeschützt sein von den anderen Bewohnern oder den anderen Gästen im Haus. Man hat immer totale Privatsphäre und ihr könnt es sehen, da haben echt gut ein paar Lounge-Möbel oder liegen dann auch Platz. Ich bin mir noch nicht sicher, was ich dann platzieren werde. Das ist dann von der tatsächlichen Größe auch ein bisschen abhängig, aber dadurch, dass der Esstisch da drinnen ist, werde ich in den oberen Wohnungen hier wahrscheinlich eher so Couchmöbel hin platzieren für draußen, und drinnen in der unteren Wohnung ist ja der Esstisch
hat er keinen Platz gefunden, weil quasi diese Wand hier eingezogen worden ist. Da ist der Wohnbereich ein bisschen kleiner. Da werden die Esstischstühle dann an die Kücheninsel rangestellt. So könnt ihr euch das vorstellen. Und hier draußen, damit das natürlich statisch alles funktioniert, kommt hier nochmal eine Säule hin, so eine 10x10 Säule, die dann verkleidet wird. Jeder dieser Balkone ist betoniert, damit die Akustik nicht durchkommt. Denn ich weiß nicht, jeder hat das noch nicht erlebt, aber wenn ihr zum Beispiel in einer Wohnung wohnt, ihr habt über euch einen Balkon, ihr hört zum Beispiel jeden Schritt, ihr hört die Akustik auch extrem durch. Dem wollen wir natürlich hier entgegenwirken, deswegen ist jede Terrasse betoniert, schalltechnisch entkoppelt und es kommt dann auch noch das Geländer hin, damit man auch den, sagen wir mal, die Geräusche vom Nachbarn oder generell auch von der Straße, vom Ort, dass man das einfach nicht so hoch hört. Also wirklich eine feine Geschichte und der Ausblick, der wird natürlich dann sensationell sein. Also wenn ihr das Gelände dann von innen seht, dann seht ihr wirklich nur mehr die Bergwelt. Vom Krippenstein bis zur Goiserer Hütte und weiter bis zur Katrin. Also wirklich traumhaft. Und auf Instagram ist die Frage gekommen von der Tinker Becker. Ist deine Freundin auch so aufgeregt bezüglich des Baus wie du? Also ich glaube, ich habe mittlerweile mit meiner Anspannung bzw. mit meiner Aufregung und auch Freude an dem ganzen Projekt mein ganzer Umkreis ein bisschen damit angesteckt. Also ich glaube, das ist wirklich nicht mehr wegzudenken und sie fühlt es natürlich genauso mit wie auch ich. Ist natürlich in jeder Hinsicht, in jeder guten Beziehung, muss man sagen, natürlich meine Unterstützerin, mein emotionaler Support auch. Also ist wirklich sehr, sehr gespannt und sie hat den Rohbau so wie jetzt noch nicht vor Ort gesehen. Ich werde ihr das morgen zeigen, am Samstag. Aber bis jetzt tatsächlich noch nichts gesehen, weil ich sie auch überraschen wollte. Mit dem fertigen Grundriss quasi aufgemauert als Rohbau. Bin schon sehr gespannt. Eine weitere Frage ist von der Cindy gekommen. Guten Morgen, gibt's ein Richtfest, so schnell wie das geht. Schönen Tag noch. Ich wünsche dir auch einen wunderschönen guten Morgen. Wir haben tatsächlich eine Fürstfeier, von der wird auch immer wieder gesprochen mittlerweile, schon vor 2 Wochen tatsächlich, weil man einfach weiß, wie schnell das dann am Ende des Tages auch geht. Wir haben es noch nicht fix terminisiert, wann das sein wird, aber es wird eine geben und wir werden das dann auch natürlich videografisch einfangen, diesen monumentalen Moment der Fürstfeier oder Richtfeier, wie es in Deutschland genannt wird. Bei uns ist es die Fürstfeier, aber wird auf jeden Fall ein sehr witziges Event, glaube ich jetzt mal. Und es ist eine Frage gekommen zum Carport. Würde gern wissen, wie das fertige Carport aussieht. Grüße! Und wenn wir schon vom Carport sprechen, dann gehen wir auch hoch zum zukünftigen Carport. Mal danke für die Frage. Ich kann dir leider keine detaillierte Antwort geben. Ich kann dir nur die Pläne zeigen, wie sie grundsätzlich eingereicht worden sind und wie es grundsätzlich geplant ist. Aber wie ihr es in den Plänen seht, es wirkt doch eher modern, relativ minimalistisch. Das passt natürlich nicht zum Stil vom Haus dazu. Das wird dann alles später dann noch in einer klaren Zusammenarbeit Kirche der Zimmerei dann eigentlich gemacht, damit die Schnitzungen drinnen sind, damit das einfach wirklich so klassisch Altaussehermäßig oder so klassischer Salzkammergutstil einfach ist, wird dann auch teilweise das Logo der Sonnleitenresidenz, das noch nicht gemacht worden ist bis jetzt. Sobald wir das Logo haben, gebe ich euch Bescheid und werde euch das auch zeigen. Aber das wird dann überall so viel wie möglich natürlich reingeschnitzt, damit es immer noch stilvoll ist und gut dazu passt. Und generell vom Aufbau, das habe ich jetzt schon ein paar Mal angeschnitten, aber ich kann gerne noch ein paar Worte dazu verlieren. Ihr seht hier hinten, von dieser Mauer weg geht dann hier diese Mauer bis zur Straße. Dann ist das hier quasi der Abstellraum, wo eine Tür reinführen wird. Und von diesem Abstellraum starten dann die 3 Stellplätze eigentlich an der Zahl. Dann hier einer. Dann kommt eine Säule dazwischen, die noch ein bisschen weiter reingesetzt wird als hier auf dem Plan. Auf dem Plan ist sie nämlich 60 cm tief und ich glaube 25 cm breit. Das ist natürlich zu groß, meines Erachtens nach, und auch zum Ein-Ausparken einfach eher lästig. Deswegen wird die noch weiter reingesetzt. Und daneben kommen dann 2 Stellplätze, da wo ich jetzt so wunderbar praktisch parke. Wir müssen natürlich immer schauen hier beim Parken. Ihr seht es ja, die Hälfte der Straße ist weggeschnitten und abgegraben worden. Und es muss natürlich immer möglich sein, dass man durchfahren kann. Allein für den Nachbarn ist es einfach verpflichtend, dass man da wirklich auf die Nachbarschaft ausschaut. Wir geben uns wirklich große Mühe. Wir parken auch ganz oft während der Baustelle schon weiter unten, gehen zu Fuß hoch und einfach, damit diese Parkplatzsituation wirklich so wenig stört wie nur irgendwie möglich. Ich weiß, es ist immer ein bisschen zur Geschichte, aber so lange dauert das alles ja dann am Ende des Tages doch nicht. Ja, und da unten
endet dann wieder das Carport. Und zwar von hier geht die Mauer dann so rein, ist quasi extrem schief, fächert sich so auf. Also die 2 Plätze gehen dann die Wand entlang. Und von hier gibt es dann nochmal eine kleine Öffnung, da kann man dann reingehen zum Elternhaus eigentlich dann am Ende des Tages. Und da startet dann auch schon der Müllablagerraum. Und der geht dann 5 Meter hier entlang, wird auch überdacht. Und da werden dann die Mülltonnen verstaut. Und ja, da geht es dann wieder weiter auf der Straße. So ist grundsätzlich der Aufbau, aber natürlich jetzt in den Bildern und in den Skizzen doch relativ minimalistisch, muss ich ehrlich sagen. Das wird dann vor Ort alles gelöst und vor Ort wird man dann sagen, okay, es schaut einfach zu minimalistisch aus, da müssen wir noch was machen, dass es so fein, edel ausschaut, mit vielen Schnitzereien und solche Dinge. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns wieder nächsten Sonntag zu einem weiteren Baustellen-Update, wo wir dann tatsächlich schon auf der ersten Decke spazieren werden und auch schon die ersten Wände auf der Rückseite gemauert werden, also betoniert werden eigentlich am Ende des Tages. Es wird sehr spannend, es bleibt spannend und wir sehen uns nächsten Sonntag. Servus!